Hallo Leute, ich war heute beim Metzger und habe mir ein schönes Stück Schweineschulter geholt und daraus machen wir heute ein leckeres Zeckediner Gulasch. Dafür habe ich mir auch schon mein Sauerkraut vorbereitet, wie ihr in meinem letzten Video gesehen habt. Und das Fleisch, das kommt später zum Einsatz, denn ich fange mit den Zwiebeln an. Dann heize ich mir auch gleich den Topf ein. Und bei einem Gulasch werden immer zuerst die Zwiebeln angebraten und danach kommt das Fleisch. Deswegen schneide ich mir jetzt schon mal die Zwiebeln. Mein Topf ist schon mal vorgeheizt. Da kommt jetzt etwas Schweineschmalz rein. So ungefähr 50 Gramm. Und sobald das heiß ist, wandern die Zwiebeln in den Topf. Das Schweineschmalz ist heiß. Kommen die Zwiebeln jetzt rein. Dann habe ich hier noch Knoblauch. Den hacke ich mir auch noch. Und der kommt auch direkt zu meinen Zwiebeln. Und während das im Topf vor sich hin brät, geht es ans Fleisch. Wenn ihr auch Schweineschulter haben möchtet, dann am besten beim Metzger vorbestellen, denn normalerweise verwenden die am liebsten für Wurst und deswegen gibt es die nur auf Vorbestellungen. Die schneide ich mir jetzt in grobe Würfel, wie für einen Gulasch eben. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Sehnen rausschneiden, ist aber nicht notwendig, denn die verkochen nachher. Die Zwiebeln zwischendurch immer mal wieder umrühren. Die Zwiebeln sind jetzt etwas angebraten. Da kommt jetzt noch Tomatenmark dazu. Und das röste ich dann gerade noch mit an. Dann kommt auch schon das Fleisch dazu. So. Das werde ich jetzt da drin auch noch anbraten. Aber bitte noch nicht würzen, denn ansonsten zieht es Wasser und ihr könnt es nicht mehr gut anbraten. Deswegen erst ein bisschen anbraten lassen. Und sobald das Ganze dann eine schöne Farbe hat, geht es ans Würzen. Ja, etwas salzen, Pfeffern, etwas Kümmel, je nach eigenem Geschmack. Ja, und ein Teelöffel Paprikapulver und auch noch mit rein. Jetzt das Ganze noch einmal durchrühren. Und dann lösche ich das Ganze mit dem Gemüsefond ab. Jetzt lasse ich es noch einmal kurz aufkochen und dann kommt ein Deckel drauf und dann lasse ich es für eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde schön vor sich hin schmoren auf kleiner Flamme. Und dann geht es weiter. Das Gulasch hat jetzt für eine Dreiviertelstunde lang gekocht. Und jetzt kommt das Sauerkraut dazu. Bei dem Sauerkraut wollte ich noch sagen, die Sabine hat mich netterweise darauf hingewiesen, dass man beim Reifen den Gummi schon drum machen kann. Da passiert nichts. Ich wollte halt auf Nummer sicher gehen, aber wenn sie mir sagt, da passiert nichts, dann verlasse ich mich da drauf. Also kann man das auch mit Gummi machen. So, ich brauche jetzt das Sauerkraut für mein Gulasch. Dafür schiebe ich mir gerade dieses obere Krautblatt beiseite. Das sozusagen mein Schutzring war. Es duftet übrigens schon herrlich. So, und da kommt jetzt das Sauerkraut dazu. Und das restliche Kraut stelle ich mir wieder in den Kühlschrank, denn das kommt in den nächsten Tagen dran. Also sehr alt wird das bei mir nicht. Und jetzt noch einmal umrühren. Ich hatte übrigens vorher noch 2 Lorbeerblätter mit reingemacht. Also als ich es angesetzt habe, das hatte ich nur vergessen zu erwähnen. So. Und jetzt lasse ich das Sauerkraut auch noch weich garen, so ungefähr eine halbe Stunde. Auch wieder auf kleiner Flamme und dann gucken wir es uns gleich nochmal an. Das Gulasch hat jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde lang gekocht und jetzt ist es gar. Und zwar kann man jetzt noch Sauerrahm mit reinmachen. Aber wenn ihr es nochmal aufwärmen wollt, und dafür ist dieses Gericht perfekt geeignet, dann den Sauerrahm lieber erst am Tisch,
denn ansonsten sieht das nachher nicht mehr so hübsch aus. So, ich hole noch meine 2 Lorbeerblätter wieder raus und dann kann ich auch schon anrichten. Ich mache mir nachher noch ein paar Nudeln dazu. Ich möchte euch jetzt nur gerade zeigen, wie es aussieht. So, herrlich. Wenn ihr es ein bisschen flüssiger haben wollt, dann lasst den Deckel komplett drauf über die komplette Garzeit. Wenn ihr es allerdings ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen cremiger haben wollt, dann bei der zweiten Hälfte den Deckel runterlassen oder nur anlehnen und dann entsprechend eben die Flüssigkeit verdampfen lassen. So, da kommt jetzt noch ein Klecks Sauerrahm drauf oder 2. So, und damit ist das Gericht eigentlich schon fertig. Wie gesagt, ich mache mir gleich noch ein paar Nudeln dazu. Ihr könnt mir gerne verraten, was ihr so als Beilage dazu esst. Also ganz klassisch kommt ein Knödel dazu, aber ich lasse mich gerne überraschen, was ihr so Leckeres dazu esst. So, damit sind wir am Ende des Zeckendiener Gulasch. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen!